Kennst du das? Du möchtest etwas beschreiben und dann fängst du an zu überlegen. Ist das Dativ? Ist das Akkusativ? Du stoppst deinen Satz und dein Satz wird holprig. Du wirst unsicher. Du weißt nicht mehr, was du sagen wolltest. In diesem Video zeige ich dir ganz einfach, also welche Verben brauchen den Akkusativ. Wie kannst du das erkennen? Was sind die Merkmale des Akkusativs? Bleib bis zum Ende. Am Ende gibt es eine kleine Überraschung für dich. Also, lass uns lernen. Hallo, ich bin Isabella von Aula Alemana. Schön, dass du wieder da bist. Heute kümmern wir uns um ein paar Verben, die den Akkusativ brauchen. Zum Beispiel haben, trinken, sehen, schreiben. Ich erkläre dir ganz einfach, warum sie Akkusativ und nicht Dativ brauchen. Es ist simpler, als du denkst. Also, los geht's! Von Akkusativ hast du schon sicher gehört. Akkusativ ist ein direktes Objekt. Und was heißt das? Akkusativverben antworten auf die Frage was oder wen. Und ich glaube, 95% der Schüler bringt das gar nichts. Deswegen hier versuche ich dir das anders zu erklären. Das Objekt im Akkusativ wird direkt beeinflusst. Was heißt das? Das ist ein Stift. Ich sehe den Stift. Ich benutze den Stift. In diesen Sätzen ist der Stift Akkusativobjekt. Warum? Weil ich mit ihm direkt etwas mache. Ich trinke Wasser. Also Wasser passiert eine Aktion direkt. Ich mache mit dem Wasser direkt etwas. Deswegen ist das ein Akkusativobjekt. Ich werde dir jetzt ein paar Beispiele zeigen mit Akkusativ. Haben. Ich habe Zeit. Ich bin aktiv, also ich bin Nominativ. Und was habe ich? Ich habe Zeit. Zeit ist Akkusativ. Du brauchst eine Pause. Du brauchst, du bist Nominativ, du machst etwas in dem Satz. Und was brauchst du? Eine Pause. Eine Pause ist hier Akkusativobjekt. Das Verb sehen. Ich sehe einen Gast. Wieder ich sehe. Verb wird konjugiert nach dem Personalpronomen ich. Also ich bin Nominativ, Subjekt. Und was oder wen sehe ich? Ich sehe den Gast. Also Gast ist hier Akkusativobjekt. Ich habe einen Stift. Du brauchst das Formular. Ich esse Pizza. Ich schreibe einen Brief. Ich mache das Licht an. Das sind alles Sätze mit Akkusativ. Und dasselbe passiert mit kaufen, schreiben, wollen, trinken, sehen, hören und so weiter. So, das ist die Liste mit den wichtigsten Verben, die Akkusativobjekt brauchen. Jetzt an die Arbeit. Du bist dran. Ich sage einen Satz, einen kompletten Satz und du überlegst in deinem Kopf oder laut, welches ist Akkusativobjekt. Am Ende des Videos schreibst du mir, wie waren die Übungen? Hast du alles richtig beantwortet? Hattest du Probleme? Also vielleicht kann ich dir noch einen Tipp geben. So, der erste Satz. Wir beantworten die Frage. Wo ist das Akkusativobjekt? Genau, richtig. Die Frage. Ich kaufe 2 Brötchen. Sehr gut. Ich bin aktiv, also ich bin Nominativ. Ich bin Subjekt, ich mache etwas. Und was kaufe ich?
ich kaufe 2 Brötchen. Also 2 Brötchen ist unser Akkusativobjekt, direktes Objekt, weil wir die Brötchen greifen, nehmen, kaufen und weggehen. Also den Brötchen passiert etwas direkt. Nächster Satz. Du liest einen Brief. Genau. Du Nominativ, einen Brief. Du liest den Brief. Also du machst etwas Direktes mit dem Brief. Brief ist Akkusativ. Sehr gut. Ich hasse den Regen. Genau, den Regen. Das ist Akkusativ. So, jetzt zeige ich dir auch noch die Deklination. Das ist die Tabelle mit der Deklination des bestimmten Artikels. Der wird zu den und der Rest bleibt identisch. Das heißt, das bleibt das, die bleibt die und Plural. Die, genauso, die. Also verändert sich nur maskulin in Akkusativ. So, jetzt der unbestimmte Artikel. Dasselbe passiert hier. Ein Mann ist Nominativ. Einen Mann ist Akkusativ. Ein Kind Nominativ. Ein Kind Akkusativ. Identisch, ohne Veränderung. Eine Frau Akkusativ. Eine Frau. Plural. Achtung, es gibt keine eine Brötchen, mehrere. Plural ist immer mehr als eins. Also, es gibt nicht eine Brötchen im Plural. Brötchen, ohne Artikel. Brötchen im Nominativ, Akkusativ, Brötchen. Also verändert sich wieder nur maskulin. Visualisiere das Objekt im Akkusativ. Schreib dir Zettel. Zum Beispiel, du hängst einen Zettel auf deinem Computer. Der Computer, den Computer. Die Wand, die Wand. Wenn du diese Zettelchen siehst, überall verteilt, du musst das lernen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das zu lernen. Dein Auge macht mit, arbeitet mit. Also das hilft wirklich, wirklich zu behalten, wie verändert sich jetzt der Artikel im Nominativ und im Akkusativ. Das wird dir sicher helfen. Und noch ein Tipp von mir, wenn du nicht sicher bist, ob ein Verb ein Dativ- oder Akkusativobjekt braucht, versuch immer mit dem Akkusativ. 95% der Verben brauchen wirklich Akkusativobjekt. So, von der Liste, dass du wirklich siehst, es sind sehr viele Verben, die Akkusativ brauchen, nenne ich dir ein paar Beispiele. Ich lese einfach ab. Haben, sehen, kaufen, lesen, essen, trinken, nehmen, suchen, kennen, machen, lieben und so weiter. Du bekommst von mir diese Liste mit Verben, die Akkusativobjekt brauchen, auf meiner Webseite. Also diese Liste verlinke ich dir, sodass du das herunterladen kannst und das ist ein persönliches Geschenk von mir für dich. Ich hoffe, das hilft auch und dass du auch dabei sehr viel lernen kannst. Sicher gibt es Verben, wo du unsicher bist, also welches Objekt du verwenden, Dativ oder Akkusativ. Schreib sie am besten in die Kommentare oder wenn du Lust hast, schreib mir mehrere Sätze mit dem Akkusativobjekt. Ich lese wirklich alle Kommentare, sodass ich die korrigieren kann und auf deinen Kommentar antworten könnte. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann gib mir meinem Video ein Like, abonniere unbedingt meinen Kanal, klick auf die Glocke, verpasst keine Videos, so lernen wir zusammen. Wenn du ein bisschen neugierig geworden bist, dann schau dir das Video mit der Vorstellung der Playlist an.
Da bekommst du so einen kleinen Spoiler, also was noch kommt. Schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, das hat dir geholfen und wünsche dir eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du das Video guckst. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!